Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina und wir backen heute zusammen eine leckere Milchmädchentorte. Wir backen zunächst einen Biskuitboden. Dafür fetten wir die Form einer Springform mit Butter ein. Ich habe hier eine 26 cm große Springform. Auf jeden Fall dürft ihr den Rand nicht mit einfetten, weil sonst der Teig später nicht hochkrabbeln kann. Dann geben wir in unsere Mixschüssel 50 Gramm heißes Wasser, 6 Eier, 160 Gramm Erythrit und 110 Gramm Zucker. Ihr könnt natürlich auch 300 Gramm Erythrit oder 250 Gramm Zucker verwenden. Ich nehme diese Mischung, um etwas Kalorien und Kohlenhydrate zu sparen. Die Mischung setzen wir dann unter die KitchenAid. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Mixer verwenden und rühren so lange, bis die Mischung schaumig ist und das Volumen in etwa verdoppelt hat. Bei mir dauert das ca. 5 Minuten. In dieser Zeit wiege ich schon 190 Gramm Dinkelmehl Typ 630 ab und 60 Gramm Speisestärke, zum Beispiel Reisstärke. Dazu lege ich mir ein Päckchen Weißsteinbackpulver bereit und eine Prise Salz. Ich verwende Weißsteinbackpulver statt normalem Backpulver, weil das einfach besser bekömmlich ist und nicht zu Bauchweh und einem Blähbauch führt. In dieser Zeit heize ich meinen Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor. Wenn ihr die Mischung ausreichend geschlagen habt, sodass sie schön schaumig ist und Luft eingeschlagen wurde, gebt ihr das Mehl, die Maisstärke und das Backpulver hinzu und hebt es kurz mit dem Spatel unter. Dann wird noch einmal mit der KitchenAid gerührt, aber maximal 20 Sekunden, nicht länger, weil ihr sonst das Mehl überschlagt und der Teig später speckig werden könnte. Außerdem würdet ihr die Luft, die vorher eingeschlagen wurde, sonst wieder herausschlagen und ihr bekommt nicht so einen schönen, luftigen Biskuitboden. Den Teig überführe ich jetzt in die Backform und leere die Schüssel mit Hilfe eines Spatels komplett aus. Die Springform stelle ich jetzt für 30 Minuten in den Backofen auf die mittlere Schiene und lasse den Biskuitboden fertig backen. Dabei dürft ihr auf keinen Fall die Backofentür öffnen, weil sonst der Biskuitboden wieder zusammenfällt. Auch am Ende der Backzeit nach ca. 30 Minuten solltet ihr den Backofen einfach nur abstellen und die Tür maximal ganz leicht öffnen, also einen kleinen Spalt. Klemmt gegebenenfalls irgendetwas geeignetes wie einen Kochlöffel zwischen Tür und Backofen und achtet darauf, dass es keine Zugluft gibt. Mein Biskuitboden ist abgekühlt und ich habe ihn hier mit diesem Tortenbodenschneider ummantelt. Der hat verschiedene Ebenen. Da schneidet man zuerst von der einen Seite mit dem Messer bis zur Hälfte ein. Ich habe mich für 3 Ebenen entschieden. Dann dreht man ihn um 180 Grad und schneidet die andere Seite ein. Man kann aber auch problemlos 6 Ebenen aus einem höheren Tortenboden herausschneiden. Ich finde diesen Tortenbodenschneider sehr praktisch. Den kann man übrigens auf 26 oder 28 cm einschneiden. Dann wird der Tortenbodenschneider entfernt und ich hebe die verschiedenen Ebenen meines Bodens mit dem Boden meiner Springform heraus. Dann stelle ich den äußeren Ring meiner Springform wieder um den unteren Boden und stelle meinen Biskuitboden erst einmal beiseite. Jetzt fangen wir an, die Milchmädchencreme zubereiten. Dafür messe ich 600 ml Sahne ab. Ich nehme hier wieder Rama Creme Fit mit 19% Fett zum Schlagen. Und dazu brauchen wir insgesamt 4 Päckchen Sahnesteif. Die Schüssel von der KitchenAid und den Schneebesen hatte ich in der ganzen Zeit im Kühlschrank, denn wenn man Sahne steif schlagen möchte, geht das mit kalten Gerätschaften immer am besten. Ich gebe zu meiner Sahne 2 Päckchen Sahnesteif und stelle den Rührer der KitchenAid auf Stufe 8. Das ganze Rühren dauert ca. 3 Minuten mit der Rama Creme Fin. Die Sahne ist fertig geschlagen und ich überführe sie jetzt in eine Schüssel und die Schüssel stelle ich zunächst in den Kühlschrank. Dann wiege ich 250 Gramm Milchmädchen ab und 300 Gramm Frischkäse. Ich habe hier einen Frischkäse mit nur 0,2% Fett.
Das Ganze rühre ich wieder mit der KitchenAid, bis es eine gleichmäßige, cremige Masse ergibt und gebe 2 Päckchen Sahnesteif hinzu. Jetzt hole ich wieder meine Sahne aus dem Kühlschrank und gebe sie nach und nach in die Rührschüssel. Ich nehme die Schüssel von der KitchenAid weg, entferne den Schneebesen und jetzt können wir auch schon unsere Milchmädchentorte schichten. Auf die untere Schicht gebe ich mit einer kleinen Kelle 3 bis 4 Kellen der Milchmädchencreme und verteile die mit einem Tortenschaber. Das geht wirklich gut. Dann mit dem Boden unseres Springrahmens setze ich die zweite Ebene ein, drücke die etwas an und gebe wieder mit der kleinen Kelle einige Kellen von der Milchmädchencreme auf den Boden. Die zweite Ebene wird etwas dicker mit Creme versehen. Auf diese Ebene wird dann der obere Deckel des Biskuitbodens gesetzt. Und dann reichlich mit Creme versehen, die ich dann wieder mit dem Tortenschaber in Form bringe. Dabei ist mir der Drehteller sehr behilflich. Dadurch bekommt man eine schöne, gleichmäßige Form hin. Sieht dann fast aus wie vom Konditor. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin absolut keine Bäckerin. Ich mache das hier alles autodidaktisch nach Gefühl. Mit dem Messer fahre ich einmal außen um den Ring der Springform herum und nehme diese dann vorsichtig ab. Dann wird mit dem Tortenschaber noch der äußere Rand unserer Milchmädchentorte mit Creme versehen, so dick wie ihr wollt. Das könnt ihr wirklich nach Lust und Laune machen. Ich habe dann fast alle Creme aufgebraucht, habe aber noch etwas für meinen Mann übrig gelassen, der gerne etwas naschen wollte. Dann nehme ich meinen wunderbaren rosanen Mörser und Pistill und 2 Schokokekse. Diese zerbrösel ich erst und drücke sie dann mit dem Mörser zu kleinen Kuchenbröseln. Immer wieder schütteln und so lange mit Mörser und Pistill arbeiten, bis sich eine einigermaßen gleichmäßige Keksbröselmasse gebildet hat. Hier könnt ihr natürlich auch andere Verzierungen wählen, wie Streusel oder Haselnusskrokant, wie ihr möchtet. Ich hatte mich einfach für die Kekse entschieden, weil ich das so ganz hübsch und lecker finde. Einfach die Kekskrümel jetzt auf der Torte verteilen nach Lust und Laune. Man kann natürlich noch weitere Deko-Elemente anbringen, aber ich fand, hier ist einfach weniger mehr. Bei der ganzen Verzierung ist auch der Drehteller extrem hilfreich. Also ohne so einen Drehteller möchte ich persönlich keine Torte mehr machen müssen. Die Torte kam dann über Nacht in den Kühlschrank und jetzt seht ihr hier am nächsten Tag die durchgezogene und durchgekühlte Milchmädchentorte, die ich jetzt mal anschneide, auch mit einem speziellen Tortenmesser, der gleichzeitig auch ein Tortenheber ist. Dadurch, dass die Torte jetzt schön durchgezogen ist, lässt es sich wirklich gut schneiden. Und der Biskuitboden war auch wirklich schön locker und fluffig. So, jetzt seid gespannt. Die Torte sieht wirklich so toll aus. Ist locker, leicht, lecker, einfach ein Traum. Wir haben sie uns dann gleich mit der Familie schmecken lassen. Es ist nichts übrig geblieben. Wir haben alles aufgefuttert. Ich kann euch sagen, alle waren begeistert. Die Milchmädchentorte ist eine Sünde wert. Eine kleine Kalorienbombe, aber so lecker.
Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig, mich diesmal nicht von vorn gesehen zu haben, aber ich war diese Woche ein bisschen erkältet und fühlte mich jetzt einfach noch nicht so kamerareif und deswegen hier diesmal diese Aufnahmen aus der Nähe und von oben. Ich denke, auch beim Torte backen und dekorieren ist es auch interessanter, einfach ein paar Nahaufnahmen zu sehen und zu sehen, wie das Handling ist, als mich jetzt von vorn beim Tortenbereiten und beim Erzählen zu betrachten. Beim nächsten Mal bin ich dann wieder in kompletter Montur für euch zu sehen. Dann also bis zum nächsten Mal, eure Christina.